Moin Moin und herzlich willkommen zu der vielleicht schwersten Entscheidung eures Hobbylebens. Denn in diesem Video dürft ihr den Sieger der TWS Challenge wählen. Und ich sage euch, das wird nicht leicht. Vor rund 2 Monaten hatten Tom und ich ja jeweils einen Monitor im Containergussrahmen zu einem Battle-Mac verbastelt. Und dabei entstand dann auch die Idee, so einen Umbau als kleine Hobby-Challenge auszurufen. Mit Miniaturicum kam dann auch noch ein toller und großzügiger Sponsor hinzu, sodass sich euer Mitmachen nochmal ganz besonders lohnte. Die Aufgabe war, aus einem Monitor im Containergussrahmen von Games Workshop irgendetwas Neues zu bauen. Egal ob Kampfroboter, Fahrzeug oder Pommesbude, jeder konnte sich frei austoben. Es durften allerdings nur die Plastikteile und die Papier- bzw. Pappverpackung verwendet werden. Bis zum Einsendeschluss hat mich dann 25 teils mega krasse Projekte erreicht und ich bin sehr froh, euch von Anfang an als Jury benannt zu haben. Denn nur einen Top-Favoriten zu benennen, würde Tom und mir extrem schwer fallen. Daher haben Tom und ich uns auch überlegt, dass ihr 2 Stimmen habt. Sprich, ihr dürft euch für bis zu 2 Teilnehmer entscheiden und diese in den Kommentaren benennen. Mehr dazu in ein paar Minuten. Aber nun schnappt euch erstmal ein Getränk und Knabberkram und genießt die Dia-Show. Jedes Modell wird mit 4 bis 5 Fotos genau 20 Sekunden lang gleichwertig vorgestellt. Die Reihenfolge erfolgt alphabetisch nach Namen der Teilnehmer. Los geht's! Den Anfang der 25 Einsendungen macht Arend aus Flensburg, der einen ziemlich verwitterten Mac ins Rennen schickt. Naja, rennen tut der Bursche vielleicht nicht mehr, aber dafür rostet er umso besser. Ein wirklich toller Auftakt. Armin wurde bei dieser Challenge tatkräftig von seiner 11-jährigen Tochter Leontine unterstützt. Gemeinsam haben sie diesen Transporterschlitten fertiggestellt, um den sich jeder 40k-Weihnachtsmann wohl reißen dürfte. Die Kufen sind übrigens ein super Beispiel, was sich alles aus einem Gussrahmen zaubern lässt. Da sich 2 Teilnehmer denselben Vornamen teilen, habe ich sie der Einfachheit halber durchnummeriert. Christian Nummer 1 hat für diese Challenge eine Junke zu Wasser gelassen, bei der Segel, Masten und Seile aus Papier und Pappe gefertigt wurden. Und auch alles andere an diesem wirklich kreativen Projekt kann sich mehr als sehen lassen, finde ich. Christian Nummer 2 hat augenscheinlich eine Ork-Horde für sich arbeiten lassen, denn anders lässt sich das Design seines Kampfroboters wohl kaum erklären. 3 Arme und 4 Waffen sorgen in jedem Fall für mächtig Wumms. Und dass all das, ganz Ork-untypisch, auch tatsächlich funktioniert, zeigt ein Blick ins Innere des Mechs. Christoph ist ein großer Fan von The Drowned Earth und hat für die Ulaya Chronicles Raptor Claw Island Erweiterung ein echt stylisches Boot gebastelt. Ich finde, das Modell passt perfekt ins postapokalyptische Setting und macht richtig Lust auf das actiongeladene Spielsystem. Daniel hatte es bis zum Einsendeschluss leider nicht mehr ganz geschafft, seinen Truppentransporter komplett zu bemalen. Aber ich finde, auch das Zwischenergebnis kann sich mehr als sehen lassen. Mir gefallen besonders die kompakte Bauweise und die vielen kleinen Details, die Daniel aus dem Gussrahmen herausgetrennt und verbastelt hat. Dirk hat übrigens am Tag dieser Videoveröffentlichung Geburtstag. Daher Happy Birthday und auch herzlichen Glückwunsch zu deinem abgefahrenen Orkbot. Ich finde das Modell einfach herrlich, vor allem das breite Grinsen, während der rechte Arm eine mega fette Wumme schwingt. Viel Spaß noch beim Feiern heute, Dirk. Dass Jakob ein Riesenfan der Dune-Verfilmung von Denis Villeneuve ist, muss wohl nicht extra gesagt werden. Respekt vor allem, weil er für seinen Ornithopter-Nachbau nur den Containergussrahmen und das Papier aus dem Imperium-Heft verwendet hat. Ich finde, das wochenlange Planen, Sägen und Kleben hat sich absolut ausgezahlt. Commander Jens hat seiner 387. Kardianischen Luftlandedivision das Gunship One spendiert. Bei den Türen stand möglicherweise ein DeLorean-Pate, was den Sci-Fi-Charakter meiner Meinung nach aber bestens unterstreicht. Klasse sind auch die kleinen Details, wie zum Beispiel die Strichliste am Bug. Jesko schickt bei dieser Challenge einen Mähdrescher-Mac ins Rennen. Das Fahrzeug wurde übrigens von einem Kult übernommen, dem es anscheinend nicht blutig genug sein kann. Aber keine Angst, das Fleisch ist nur in Wasser aufgeweichte Verpackungspappe mit viel roter Farbe dran. Keine Challenge ohne Tierfotos, oder?
Jochen hat einen Steam Dog der Blood Raven oder vielleicht auch Blood Angels konstruiert und ihn in seinem Garten freigelassen. Bei dem riesigen Maul übersieht man leicht die coolen Feuereffekte an den Boltern, daher weise ich mal kurz drauf hin. Mit viel Herzblut am Basteltisch hat Johannes einem Transporter-Mac das Leben geschenkt. Und auch wenn Johannes selbst sagt, dass ein paar zusätzliche Nieten nicht hätten schaden können, finde ich Design und Bemalung extrem gelungen. Oder was meint ihr? Julia hat einen futuristischen und ziemlich coolen Raddampfer vom Stapel gelassen und diesen in einem sehr interessanten Farbschema bemalt. Kommt euch die Farbgebung auch bekannt vor? Kleiner Tipp, Mirror's Edge, die Videospielserie. Leon hat in seiner Werkstatt einen richtig fetten Mech konstruiert. Energiewaffe, Kettensäge und brachiales Auftreten dürften diesen Roboter zum Schrecken jedes Schlachtfelds machen. Und wer trotzdem mutig ausharrt, ergreift spätestens beim Anblick des TWS-Logos die Flucht, oder? Der nächste Teilnehmer heißt Lucius und ist 12 Jahre alt. Sein Roboter ist voll im Grimdark-Look des 40k-Universums gehalten und der Bursche hat schon in unzähligen Schlachten gekämpft. Riesenkompliment zu deinem Modell, Lucius. Ich wünschte, ich hätte in deinem Alter schon sowas Cooles auf die Beine stellen können. Für Malte war diese Challenge übrigens das erste Bastelprojekt nach seinem schweren Unfall, bei dem er sich beide Ellenbogen gebrochen hatte. Als Thema hatte er sich einen belebenden Recav- und Tanate-Shop überlegt. Der Container wurde entsprechend mit Regalen, einer Zapfanlage und typischer Deko ausgestattet. Auch Stehtische durften natürlich nicht fehlen. Martin hat in wochenlanger Feinarbeit einen Spider-Mac entworfen und dann im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt. Die Waffenrohre sind übrigens zusammengerolltes Papier aus dem Imperium-Heft. Insgesamt finde ich es wirklich mega krass, wie viele coole Roboter-Designs im Rahmen dieser Challenge entstanden sind. Michael hat aus dem Containergussrahmen und der Verpackung ein großflächiges Portal gebastelt, bei dem drehbare Säulen den Kontakt zu fremden Welten ermöglichen. Lange war das Portal in Vergessenheit geraten, doch nun haben es mutige Entdecker aufgespürt und es muss sich zeigen, ob sie damit fremde Welten erreichen oder das Tor zur Hölle öffnen. Mike hat seinen Containergussrahmen in einen Sci-Fi-Gleiter verwandelt und auch die Airbrush-Bemalung und die Verwitterung sind ihm prächtig gelungen. Das Ergebnis schreit geradezu nach weiteren Modellen für eine ganze Staffel. Oder was meint ihr? Philipp hat sich für einen unbewaffneten Mech entschieden und diesen Burschen wirklich eindrucksvoll in Szene gesetzt. Philipp schrieb mir übrigens, dass er an diesem Roboter viele für sich neue Bemaltechniken ausprobiert hat, da er sich bei teuren Modellen bislang immer zurückgehalten hatte. Aber bei dem Ergebnis war jegliche Angst unbegründet, finde ich. Ralf hat aus seinem Containergussrahmen gleich 2 Killercans gebastelt, denn sein 8-jähriger Sohn sollte ja auch was von der Challenge haben. Mich freut es wirklich immer ungemein, wenn ich sehe oder höre, wie durch den TWS tolle Papa-Sohn-Projekte entstehen und der Nachwuchs ans Basteln herangeführt wird. Roman ist bei seinem Drohnenstarter richtig in die Vollen gegangen, denn er hat sogar bewegliche Gelenke zum Ausfahren und Ausklappen eingebaut. Übrigens entstanden die Base aus geschmolzenen Gussrahmenresten und die Palmen aus Pappe. Einzig der Truck zum Transportieren ist ein Extramodell. Rüdiger hat augenscheinlich meinen Vorschlag mit der Pommesbude aufgegriffen und seinen Roboter im Stil des goldenen Ems gehalten. Mir gefällt an dem Modell besonders der Kontrast, denn einerseits schwingt der Bursche brachiale Waffen und Klauen, dennoch sieht er so einladend freundlich aus, dass man am liebsten einen Burger bestellen möchte. Stefan schickt einen weiteren Spider-Mac, oder sollte man besser sagen Orc-Mac, in die Schlacht. Besonders eindrucksvoll ist natürlich die fette Kanone, die wohl jeden Gegner mit einem lauten Wumms auf dem Schlachtfeld verteilt. So wie es sich für eine Orc-Waffe halt auch gehört. Den Abschluss der 25 Einsendungen bildet Thomas mit seinem Mech-Roboter. Auffällig sind nicht nur dessen lange Stelzenbeine, sondern auch das lange Geschützrohr. Alles wurde jeweils aus zusammengerolltem Papier gefertigt und mit Kleber zu stabilen Rohren verdreht. Ziemlich eindrucksvoll, oder? Und nun seid ihr dran.
Schreibt bis zum Sonntag, den 17. Juli 2022, eure maximal 2 Favoriten in die Kommentare. Aber wirklich nur 2, nicht mehr. Danach erfolgt die Auszählung und der Sieger erhält von Miniaturicum einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 €. Dem Zweitplatzierten winkt ein 30 € Einkaufsgutschein und Sieger Nummer 3 bekommt einen 20 € Einkaufsgutschein. Unter allen 22 verbleibenden Teilnehmern verlose ich dann noch einmal das Buch Tabletop-Gelände aus Hartschaumgebäude und ein großes Kisten-, Säcke- und Fässerset aus meiner Modular Dungeon Serie. Viel Spaß bei der Qual der Wahl eurer beiden Favoriten. Übrigens habe ich in diesem Video Zeitstempel eingefügt, sodass ihr euch die Einsendung nochmal ganz bequem anschauen könnt. Tom und ich sind sehr gespannt, wie ihr euch entscheidet und wir sagen nochmals vielen Dank an alle Teilnehmer für die wirklich wahnsinnig coolen Einsendungen und an Miniaturicum für die großzügigen Einkaufsgutscheine. Schreibt übrigens auch gerne in die Kommentare, wie euch die Challenge insgesamt gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann.